Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute da geht es um die Victra AC920 und die hat eine ganze Menge Power verbaut. Sie macht eine Bildqualität bis zu 4K 60 FPS. Man kann sie als Actioncam nutzen, als Webcam und natürlich auch als Dashcam im Auto. Des Weiteren liefert sie intern verbautes WLAN mit einer passenden App dazu. Dann nochmal ein externes Mikrofon, intern verbaute Mikrofone und gleichzeitig natürlich noch Touchscreen und das Ganze für weit unter 100 Euro. Ob das so gut ist, wir schauen es uns an hier in meinem Video. Etwas größer als eine Streichholzschachtel, aber dafür mit viel Power inklusive, bietet uns die Victra AC920 eine stabile Verarbeitung mit vielen Extras zum Top-Preis-Leistungsverhältnis. Alle Bedienungstasten sind übersichtlich angeordnet, das Touchscreen macht sogar bei purem Sonnenschein eine gute Figur und die Verarbeitung ist auch ordentlich gelungen. Mit einem 6-Achsen-Bildstabilisator, dem Doppelmikrofon mit Wind-Noise-Reduktion bekommen wir für unser Geld viele Extras. Weiterhin ist die Victory im Schutzgehäuse auch noch bis zu 40 Meter wasserdicht. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Inklusive ist ebenfalls noch ein reichhaltiges Zubehörset mit Fernbedienung, Stativgehäuse, Fahrradhalterung und Unterwasserschutzgehäuse sowie ein zweiter Akku. Ich hatte die Kamera mal in Fuerteventura zu meinem Mountainbike-Trip mit und habe sie einfach mal direkt am Bike getestet. Sobald die Sonne am Himmel steht, macht die Victra sehr schöne Bilder. Meine Aufnahmeeinstellungen waren 4K 30 FPS, da mir 60 FPS immer zu künstlich aussehen. Weiterhin war die Cam im Automatikmodus und der Bildstabilisator war natürlich angeschaltet. Die mitgelieferten Akkus, die sind ebenfalls zum Betrieb der Kamera völlig ausreichend. Ich konnte mit einem Akku gut 1,5 Stunden durchfilmen. Wie man sehen kann, sind die Farben sehr gut wiedergegeben und auch das Bildrauschen, das hält sich hier in Grenzen. Man kann im Menü noch einige Bildfilter einstellen, dieses habe ich aber während meiner Aufnahmen kaum benutzt. Die Kamera war im Wasserschutzgehäuse direkt mit dem Lenkrad des E-Bikes verbunden und aufgefallen ist mir, dass es bei starken Bodenunebenheiten hier zu Bildstauchungen kommt. Man soll die Kamera direkt ans Bike schrauben und nicht das Schutzgehäuse benutzen, da die Victory sich im Schutzgehäuse noch etwas bewegen kann und nicht festsitzt. Trennt man dann die Kamera vom Gehäuse, hat man gute Bilder ohne Fehler. Und wenn wir schon bei Bildfehlern sind, kann ich wirklich sagen, außer diesem kleinen Problem ist mir nichts weiter aufgefallen. Eine weitere Funktion der AC920 ist die Dashcam-Funktion zur Aufnahme im Auto. Hier kann man im Schleifenmodus bis zu 5 Minuten Schleifen aufnehmen und das vorher im Menü einstellen. Der Touchscreen, der lässt sich auch mit großen Männerhänden gut bedienen und im Sonnenlicht ist alles gut erkennbar und man kann sich gut zurechtfinden. Sehr gut finde ich, dass die Menüsprache hier in Deutsch einzustellen ist, was ja bei diesen Produkten nicht selbstverständlich ist. Ob Bildeinstellungen, Tonmenüs oder manuelle Belichtungskorrektur, alles ist übersichtlich angeordnet und leicht zu verstellen. Bildstabilisierung, Zeitraffer, Videoauflösung, Weißabgleich, Spezialeffekte, alles in Sekunden konfiguriert und optimal angepasst. Als wenn das noch nicht genug ist, bietet die Cam noch einen 8-fach-Zoom, den man ebenfalls über das Touchscreen-Display bedienen und einstellen kann. Seitlich am Gehäuse der Mikroeingang, die Ladebuchse und der MicroSD-Kartenslot. Die wichtigsten Accessoires beim Zubehör waren für mich das externe Mikrofon, was meiner Meinung nach fantastisch klingt, das Stativgehäuse für den Selfie-Stick und die Fernbedienung, mit der man bis zu 10 Meter diese Kamera im Foto- oder Videomodus bedienen kann. Im Videomodus kann man für seine Aufnahmen auch noch unterschiedliche Einstellungen hinzufügen. Hier kommt man auch zur WLAN-Funktion. Das gleiche gilt natürlich auch für den Fotomodus, denn man kann natürlich auch noch bis zu 20 Megapixel große Fotos schießen und hier lassen sich unterschiedliche Funktionen aktivieren. Bei meinen Probeaufnahmen habe ich den Fischaugeneffekt mal ausprobiert, aber auch in den anderen Einstellungen kann man mit den Bildern durchaus was anfangen.
Zum Thema Lowlight kann ich natürlich nur sagen, aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses, was soll da sozusagen im Dunkeln passieren? Das war mir vorher schon klar, dass hier die Bilder so ein bisschen absinken und das Bildrauschen zunimmt. Aber wovon ich immer wieder begeistert bin, ist dieses kleine lustige Plastikmikrofon, was hier zugeliefert wird. Das bietet natürlich einen super Ton hier extern in der Kamera. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ton bin ich begeistert, vom Lowlight leider nicht, ist aber ein bisschen verständlich. Und damit kommen wir schon zum Fazit. Was ich jetzt nicht ausprobiert habe, war die App, denn es kann jeder selber für sich entscheiden, ob er diese überhaupt braucht. Natürlich kann die Victra AC920 es nicht mit der GoPro aufnehmen, aber das soll sie auch gar nicht. Wenn man bedenkt, dass man für ca. 90 € eine 4K 60 FPS Kamera bekommt, die gute Aufnahmen mit Superton und Bildstabilisierung abliefern kann, dann bin ich von diesem kleinen Gerät mehr als begeistert. Zuverlässig mit guter Akkulaufzeit und vielen Extrafunktionen wie Webcam, Dashcam fürs Auto. Was will man eigentlich mehr für dieses optimale Preis-Leistungs-Verhältnis? Ich kann hier guten Gewissens eine Kaufempfehlung geben, da ich wirklich sehr überrascht war, was hier alles geboten wird für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mehr Informationen habe ich euch die Victra AC920 hier direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Das war es schon wieder mit meinem Video hier von der Victra AC920. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte ein Like, ein Abo oder einen freundlichen Kommentar. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bye bye und winke, winke und gern bis zum nächsten Video.